Und wenn man das so betrachtet, 2011 bist du dann deutscher Meister geworden. Wie lange hast du bis zu diesem Zeitpunkt schon gekämpft? Also wie viele Kämpfe hattest du da schon oder wie viel Erfahrung hattest du da? Das weiß ich nicht mehr. Okay. Na, also bei der deutschen Meisterschaft, Ja. das weiß ich leider nicht. Das war 2011. Das sind jetzt schon 9 Jahre zurück. Schon ein bisschen her. Ja. Ist okay, man muss ja gar nicht mehr. Müsste ich lügen? Nein, das ist auch okay. So, das weiß ich wirklich nicht. Und kannst du dich noch daran erinnern, wie war das für dich? Du hast aber viel trainiert ja bis dahin oder beziehungsweise schon viele Trainingseinheiten gehabt, viel Sport gemacht. Konntest du das realisieren? War das für dich was, wow? Oder wann hast du es realisiert, dass du deutscher Meister geworden bist gerade? So. Wann wir das erste Mal nach Thailand gegangen sind. Weil ich ja bei der WMF, ne, also World Muay Thai Federation, ne, da bin ich ja deutscher Meister geworden. Ein Jahr später sind wir zu den Nai Kom Thong Day gegangen und wurde da praktisch Zweiter. Ja. Also, und da habe ich realisiert, dass du erst deutscher Meister werden kannst, dass du überhaupt, also da habe ich realisiert, dass ich durch die deutsche Meisterschaft überhaupt dahin gekommen bin. Ah, okay, ja. Ne? Und da war ich ja in der deutschen Nationalmannschaft durch die deutsche Meisterschaft. Okay, ja, cool. Und ich, ja. Und hat das irgendwas für dich verändert? Also so ein Titelgewinn in deinem Leben, dass es irgendwie eine Sicht verändert oder hast du auf einmal andere Ziele oder eine andere Einstellung zum Sport gehabt? Ja, es hat sich viel verändert. Ich habe noch mehr an mich geglaubt, dass ich wirklich dann Weltmeister werde. Ja. Weil ich kam hierher und habe gesagt, ich will Weltmeister werden. So war das. Da kannst du Wolfgang fragen. Ich kam ja vom Bodybuilding und ich wog 82 Kilo oder 80 Kilo und war deutscher Meister im Bodybuilding, wo ich hier kam. Ich gehe mal ein bisschen wieder zurück und habe gesagt, ja, ich will mit Wolfgang Gier reden. Und alle gucken mich an, kannten mich nicht und so. Ja, ich will hier trainieren. Nach 3 Monaten habe ich gekämpft. Ja. Auf 64 Kilo. Wow. Das habe ich zwar auf die Mütze gekriegt, muss ich dazu sagen, aber ich habe gesagt, das war der schlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt werde ich 100% weitermachen und ich will Weltmeister werden. Ja, und wie ging es dann für dich weiter? Also, dann hast du ja gerade erzählt, du bist die deutsche Meisterschaft gewonnen, dann bist du im Jahr darauf nach Thailand. Und was kam dann darauf? Weiter. Immer weitergemacht. Und hast du du hast ja auch gewisse Erfahrungen dann, wenn du sagst, in Thailand warst, so, und dann hast du auch verschiedene Camps besucht, wenn ich das richtig verstanden habe, also auch nach Thailand. Und erstmal haben wir verschiedene, genau, wir haben ja ein Gym-Camp hier und den fliegen wir erst, wenn wir nach Thailand fliegen, ne, gehen wir immer in diesen Camp. Seit 30 Jahren machen sie das schon. Ja. So, und das ist wirklich, vielleicht komme ich mal dazu, weil wenn ich nochmal kämpfen sollte um die Weltmeisterschaft oder sowas, werde ich da trainieren. Ja. Und dann komme ich vielleicht dazu, da Videos zu machen und so. Und dann komme ich wieder auf dich zu. Und dann, weil wenn ich jetzt erzähle, wo ich trainiere, ne, das glaubt mir keiner. Das kennt jemand vielleicht vom Fernsehen, dass ich auf dem Boden schlafe, also und das ist aber so. Okay. Willst du gegen einen Thai gewinnen oder willst du erfolgreich sein, musst du wie ein Thai leben. Ansonsten geht das nicht. So, und natürlich habe ich verschiedene Camps, wie heißt das, auch besucht. Und aber ganz ehrlich, in diesem Camp, den wir seit 30 Jahren anfliegen, ne, ich nicht persönlich, ich erst seit 8 Jahren, ne, so, ist es so, die haben mich aufgenommen, wie ein Familienmitglied. Und seitdem gehe ich auch nirgendwo anders als nur in diesem Camp. Ah, okay. Das ist mein Zuhause da in Thailand. Ja.
Das ist so ein, wahrscheinlich was sehr Spirituelles, ne? Wo man sagt, es war eine Gemeinschaft, das ist ein Wir-Gefühl. Das ist im Prinzip das, was Mannschaftssport ist. Familiäres. Genau, das Familiäres. Familiär, weil die haben mich dazu gebracht, dass ich so stark geworden bin, dass ich überhaupt den Titel nach Deutschland hole.